Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deinem August-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein Monat gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb des Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Jungfrau im August. Schwierigkeiten zu fokussieren, sich zu konzentrieren. Ablenkungsmanöver. In der Mitte ist die Kraft. Verbinde dich. Zwischenmenschlich, liebe Jungfrau. Sie sagen, im zwischenmenschlichen Bereich geht es dir gut, doch du beginnst gewisse Verbindungen zu hinterfragen oder fragst dich schlicht, warum ist dieser Mensch in meinem Leben? Was gibt dir diese Verbindung? Was erspürst du in dieser Verbindung? Es ist eine neue Ausrichtung. Es werden neue Menschen in dein Leben kommen, neue Bekanntschaften. Sie sagen auch Freunde fürs Leben. Ich höre den Namen Laurie. Ein Wespennest. Entdeckst du ein Wespennest oder ist irgendeine Situation wie ein Wespennest? Im August bleibt nichts mehr so, wie es ist. Du, liebe Jungfrau, bist sehr, sehr stark verbunden mit dir selbst, mit allem, was ist. 3 Themenkarten mit die 3 wichtigsten, spirituell wichtigsten. Das Geknurre hier sind meine Welpen, die unter meinem Stuhl spielen und hinter mir und unter mir. Lasst euch nicht ablenken. Da hinten seht ihr sie im Bild. Ja, liebe Jungfrau, die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs. Welches Thema ist das für dich? Es beginnt zu bröckeln. Die Spitze des Eisbergs beginnt zu bröckeln. Ich bin hier über Mikro, sorry. Die Spitze des Eisbergs beginnt zu bröckeln. Du gehst tiefer, tiefer, tiefer. Es ist eine Berufung, ein Ruf, dem du folgst. Ein Pfad, ein Weg, der sich dir auftut. Warum? Weil du dich mehr und mehr Gott zuwendest. Gott zu wenden ist sich der Schöpferkraft zu wenden, nicht unbedingt der Institution des Kirchlichen, sondern der Quelle. Und dadurch, dass du im August
der übrigens bei uns allen 12 Sternzeichen unter dem Thema Freiheit steht. Kommt dein Weg, dein Pfad immer mehr ins Licht. Dort, wo du bisher geahnt hast, es nimmt Form und Gestalt an. Dort, womit du dich gerühmt hast, das kommt immer mehr in den Hintergrund. Es rückt immer mehr in den Hintergrund. Und hast du dich einmal mit dem großen Ganzen beschäftigt, geht es nicht zurück. Auf gut Deutsch könnte man sagen, der Heilige Geist fährt in dich ein. Er möchte dir eine klare Sicht geben. Sei unvoreingenommen. Sei bereit zu entdecken. Du wirst dich wiederfinden, Hölzer, Stöcke, Stücke von Baumrinden aufzusammeln, dort wo du bist. Diese sprechen zu dir. Auch wenn du nicht weißt, warum du sie aufsammelst, es wird alles einen Sinn ergeben. Hinterfrage nicht, gehe den Impulsen nach. Viele Jungfrauen haben mit einem Schamanen zu tun, beziehungsweise mit der schamanischen Kunst des Sehens. Dadurch, dass du die Schöpferkraft erkennst, eventuell durch diesen Menschen im Schamanenkostüm, gehst du deinen eigenen Weg. Dein eigener Weg verlangt aber von dir, genau hinzusehen, zu verabschieden und Neues willkommen zu heißen. Ein Diamant, ein Rohling, sowie auch ein kleines Fläschchen mit einem Inhalt ziehen deine Aufmerksamkeit auf sich. Ein Smaragd, ein Turmalin, geben dir Kraft. Gut möglich, dass jemand ein neues Tier an die Seite bekommt, ein Seelenbegleiter, vielleicht gar dein Krafttier, falls es nicht gerade ein Löwe oder ein Elefant ist. Die Sternwesen unter euch, liebe Jungfrauen, die wahren Sternwesen, die hier sind, um Licht zu bringen. Ihr werdet nun aufgefordert, dieses Licht
unter die noch schlafende Menschheit zu bringen. Schauen wir uns die Hauptenergie an. Auch du, liebe Jungfrau, bitte setze dich mit den Pyramiden auseinander. Im besten Fall reise zu ihnen und mache dich auf die Suche der Herkunft des alten Wissens. Die Hauptenergie für die Jungfrau. Der August wird dir sehr viel Klarheit bringen. Es gibt 4 Sterne am Firmament. Sie sind rautenförmig angesetzt. Verbinde dich mit zu Hause. Der Genuss, die Freude, Gönnertum, halte dich auf am Wasser, geh den Impulsen nach, was du mit dem Wasser veranstalten sollst, tun sollst. Eine Brosche, ausschlaggebend. Es liegt etwas in der Luft, liebe Jungfrau, und du spürst das. Die Veränderung, sie kommt. Wir brauchen dich, liebe Jungfrau. Dort, wo Unruhe herrscht, bringe Ruhe hinein. Dort, wo Nichtwissen herrscht, bringe dein Wissen ein und kläre auf. Sei mutig, riskiere. Du meinst, du hast zu verlieren. Nur dann, wenn du noch in deiner alten Welt verhaftet bist und nicht mit der Schöpferkraft verbunden bist. Bist du es, so wie es am Anfang gesagt wurde, schaffst du es, den Mut aufzubringen, dich selbst ins Spiel zu bringen. Jemand fordert dich heraus. Vorsicht, ausschlaggebende Zahl ist die 3. Diese Herausforderung
Jemand möchte dich vielleicht hinters Licht führen. Jemand spielt mit dir. Doch, liebe Jungfrau, du weißt es besser. Tränen, ungeweinte Tränen, von dem Tag, an dem du vom Wasserzeichen das Gefühl hattest, hintergangen zu werden. Doch die Menschen, die uns gegenüberstehen, sie sind nur ein Spiegelbild und möchten uns hinweisen auf etwas. Du, liebe Jungfrau, hast es nicht nötig, jetzt im August andere hinters Licht zu führen. Deine Mission ist im August ins Licht zu führen. So vieles gibt es, so vieles, was nicht gesehen wird, was uns in Illusion hält, uns Angst macht. Dabei sind es nur die Schatten. Welche Schatten sind es? Welche Schatten sind es? Unsere eigenen oder die Schatten der Dunkelheit? Gut möglich, dass du es mit einem Skorpion zu tun hast im August oder dir die Kraft, die Macht des Skorpions aneignest. Der Skorpion, Bindeglied zwischen Leben und Tod, zwischen Zusammenhalt und Trennung. Achte auf die Zeichen, liebe Jungfrau. Vor allem dann, wenn deine Intuition dir sagt, dass dich eventuell jemand ausnutzt, dass sich jemand ein leichtes Spiel von dir macht. Schau hinter den Schleier und höre endlich auf deine Intuition. Deine Intuition, dein bester Alliierter, doch gleichsam dein größter Feind, liebe Jungfrau. Die Freiheit kannst du erlangen, indem du mit dem Herzen siehst und nicht mit dem Verstand. Das, was da auf dich zukommt, ganz überraschend. Gut möglich, wird dir die Nachricht von einem Luftzeichen überbracht, wie hier. Doch wisse, reagiere nicht. Geh in dich,
Höre auf deine Intuition und handle zum höchsten Wohle aller. Auf dass der neue Weg beginnen kann. Wir machen weiter im Extended, liebe Jungfrau, mit dem Tarot, gehen weiter ins Detail und schauen, was für Botschaften noch so auf dich warten. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao!